Nach dem verheerendsten Krieg der Menschheitsgeschichte lag Europa in Trümmern. Eine neue Angst ging um: die Ausbreitung des Kommunismus aus dem Osten. Um Frieden und Sicherheit zu garantieren, wurde 1949 ein Bündnis geschmiedet, das die Welt für immer verändern sollte: die NATO. Dies ist ihre Geschichte. Ein Bündnis, das nicht durch Land, sondern durch einen Ozean verbunden ist: der Nordatlantik. Ende der 1940er Jahre. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, aber der Kontinent ist geteilt. Die Sowjetunion unter Stalin dehnt ihren Einflussbereich immer weiter nach Westen aus. Die westlichen Demokratien, geschwächt vom Krieg, fürchten um ihre Souveränität. Die Berlin-Blockade 1948 macht die Gefahr greifbar. Millionen von Menschen waren auf der Flucht, ohne Heimat, konfrontiert mit einer unsicheren Zukunft. Am 4. April 1949 unterzeichnen in Washington D.C. 12 Staaten den Nordatlantikvertrag. Sein Kernstück: Artikel 5. Ein Angriff auf einen wird als Angriff auf alle gewertet. Eine kollektive Verteidigung, die Abschreckung schaffen soll. 12 Nationen verpflichteten sich, ihre Freiheit und Sicherheit gemeinsam zu verteidigen. Die Welt erstarrt im Kalten Krieg. Die NATO auf der einen Seite, der 1955 gegründete Warschauer Pakt auf der anderen. Ein eiserner Vorhang teilt Europa. Jahrzehntelang herrscht ein Gleichgewicht des Schreckens, geprägt von Aufrüstung, Spionage und Stellvertreterkriegen. Doch der Krieg wurde nicht nur an den Grenzen geführt, sondern auch im Verborgenen. Ein ständiger Kampf um Informationen und technologische Überlegenheit. (1989) fällt die Berliner Mauer. Das Symbol der Teilung zerbricht. Der Warschauer Pakt löst sich auf. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die NATO steht vor einer existenziellen Frage: Was ist nun ihre Aufgabe? Überall in Osteuropa fielen die Symbole der alten Ordnung. Eine Ära ging zu Ende. Die NATO findet eine neue Rolle als Krisenmanager und Friedensstifter. In den 1990er Jahren interveniert das Bündnis in den Jugoslawienkriegen, um ethnische Säuberungen zu beenden und Stabilität in die zerrüttete Region zu bringen. Es ist der erste große Kampfeinsatz in der Geschichte der NATO. Parallel zu den militärischen Operationen liefen intensive diplomatische Verhandlungen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Der 11. September 2001. Dieser Tag markiert eine fundamentale Zäsur in der globalen Sicherheitspolitik und in der Geschichte der NATO. Was als normaler Morgen an der US-Ostküste beginnt, verwandelt sich in ein Szenario des Schreckens. Terroristen des Netzwerks Al-Qaida kapern 4 Verkehrsflugzeuge und steuern sie gezielt in symbolträchtige Ziele der amerikanischen Wirtschafts- und Militärmacht. Die Türme des World Trade Centers in New York werden zu brennenden Infernos und stürzen ein. Das Pentagon bei Washington wird getroffen. Ein 4. Flugzeug stürzt nach einem Aufstand der Passagiere in Pennsylvania ab.
Die Bilanz: fast 3000 Tote und eine Supermacht, die auf ihrem eigenen Territorium verwundet wurde. Die Antwort der NATO ist unmittelbar und historisch. Zum ersten Mal seit Gründung des Bündnisses im Jahr 1949 wird der Artikel 5 des Nordatlantikvertrags aktiviert. Der Grundsatz „Einer für alle, alle für einen" wird von einem Abschreckungsinstrument des Kalten Krieges zur realen Verpflichtung. Ein Angriff auf die USA wird offiziell als Angriff auf alle 19 damaligen Mitgliedstaaten gewertet. Die Folge ist der lange und schwierige Einsatz in Afghanistan. Gleichzeitig erweitert sich die NATO immer weiter nach Osten, was zu neuen Spannungen führt. Doch die Schlachtfelder der Zukunft sind nicht nur physisch. Die Verteidigung des Cyberraums ist zu einer zentralen Aufgabe der NATO geworden. Cyberkriegsführung und globale Instabilität werden zu den neuen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. Die NATO hat sich von einem reinen Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion zu einem globalen Sicherheitsakteur gewandelt. Doch gerade ihre Erweiterung nach Osten hat eine Beziehung besonders belastet, die zu Russland. Eine Beziehung, die das Bündnis auf eine neue Probe stellen sollte. Und genau das schauen wir uns im nächsten Video an.